Servus, hello. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Kaffee Latte Robot und Kommandante C40 mit verschiedenen Kaffeeröstungen. Mehr gleich. So, für alle, die neu dabei sind, am besten schaut sich hier das erste Video an. Da habe ich eine kurze Beschreibung, was ich mache, worum es geht, etc. etc. Hier einmal ganz kurz. Wir haben immer den Robot von Kaffee Latte, die Kommandante C40 und je nach Folge eine andere Kaffeeröstung. Ich versuche herauszufinden, wie viele Klicks auf der Kommandante sinnvoll sind, beziehungsweise mit wie viel Druck gehe ich nachher im Robot runter, um das zumindest für mich perfekte Ergebnis rauszubekommen. Ganz wichtig, ich möchte keine Kaffeekritik-Videos machen. Ob ein Kaffee gut oder schlecht ist, soll schon jeder für sich selber entscheiden können. Mein heutiger Kandidat ist der Brasil, und jetzt wird gleich der erste Aussprachfehler kommen, Jaguara Peaberry Natural Special Edition von 220 Grad. 220 Grad ist eine Rösterei aus Salzburg, ein Familienbetrieb. Geführt wird das Ganze von der Familie Macheiner. Rösten tut das Ganze, tun sagt man nicht, der Lukas, übrigens ein wunderbar sehr schöner Name. Das Ganze ist eine Special Edition, sie haben den leider nur zu Weihnachten jetzt gehabt, ist auch schwierig und zwar beginnt das Ganze dabei, das sind Perlbohnen. Und Perlbohnen sind viel seltener als normale Bohnen. Sie machen prinzipiell 5% des Ertrags aus weltweit. Ich verlinke euch übrigens unten in der Beschreibung einen kleinen Artikel zu Perlbohnen, bitte mal durchlesen, das ist sehr interessant. Ich mache sie mal ganz kurz. Man hat in einer Kirsche, Kaffeekirsche, hat man 2 Bohnen, die dann eben in der Hälfte so eine flache Seite haben. Ja? Und eine Perlbohne ist alleine in einer Kirsche, ist dementsprechend rund. Da hier ergibt sich aus der für mich zumindest einzige wirklich nachweisbare Vorteil einer Perlbohne, und zwar durch die runde Struktur lassen sie sich gleichmäßiger rösten. Ansonsten wird so gesagt, ja, sie haben quasi, das gehen die gesamten Nährstoffe in diese eine Bohne, weil ja nur eine drinnen ist. Fakt ist, sie sind seltener, sie lassen sich sicher besser rösten und sie sind teurer und schwieriger zu farmen. Und vor allem noch dazu, zum schwieriger zum Farmen ist, es ist viel weniger berechenbar, wenn du verschiedene Varietäten auf einer Farm hast, so es bei der ist. Wie wird denn da die Zusammensetzung im nächsten Jahr sein? Also das schwankt sicher ganz stark. Fliege. Es ist ein Kaffee aus Brasilien, natural fermentiert. Die Varietät ist Yellow Catuai, Acaia und Mondo Novo, wobei Acaia und Mondo Novo sehr nahe beieinander sind. Das ist eine ähnliche Bohne. Acaia ist gleich tatsächlich einfach etwas größer. 220 Grad beziehen den Kaffee über Nordic Approach. Der Produzent ist Nathalie und André Luis Garcia. Der Kaffee ist ein Single Estate, kommt also von einer Farm. Erntejahr 2021, er wird empfohlen für Siebträger, Vollautomat, Mokkakanne. Wir haben hier Herkunft, das steht auch drauf, ist ja klar, geografische Lage sogar. Ein Röstdatum und wir haben ein Mindesthaltbardatum. Und was mir natürlich bei jedem Kaffee wichtig ist, wir haben einen Aromaverschluss. Ist das immer blöd, wenn man den Kaffee nicht gut zumachen kann? Sie haben leider nicht wirklich eine Alternative im Shop. Wie gesagt, der wird, wenn ich das Ganze hier auf YouTube stelle, wahrscheinlich erstens mal nicht mehr verfügbar sein und zweitens auch länger nicht verfügbar sein, wenn überhaupt jemals wieder. Achso, ja, was wir natürlich auch drauf haben, sind verschiedene Geschmacksrichtungen. Rosinen süß, krokant, Zartbitterschokolade. Außerdem cremig, voller Körper und harmonisch balanciert, schokoladig und nussige Aromen, dezente Frucht. Belassen wir es vielleicht mal bei Rosinen süß, krokant, Zartbitterschokoladen. Das sind so die Noten, die sie wirklich da dezidiert hinschreiben zu diesem Kaffee. Der Rest bezieht sich, glaube ich, prinzipiell eher auf Perlbohnen an sich. Der Lukas hat mir auch quasi sein Extraktionsprofil gegeben und er würde ihn als Ristretto ziehen, den Kaffee, so circa 2:1, vielleicht ein bisschen weniger und das Ganze auf circa 30 Sekunden. Ob einem bei der Special Edition vom 220 Grad ein bisschen warm ums Herz wird, das schauen wir uns jetzt an. Ich würde sagen, machen wir einen Kaffee.
Eigentlich könnten wir hier das Video einfach beenden, weil eigentlich das alles super stimmt, was da oben steht. Diese Schönfärbung der Worte mit Rosinen süß. Ja, dann machen wir es einfach anders. Er hat eine Süße, er hat die Zartbitterschokolade, krokant, ja. Ich habe jetzt eigentlich meines Erachtens die viel perfektere Beschreibung für diesen Kaffee. Und zwar, ich finde, und das passt gut nach Salzburg, ich finde, der schmeckt ein bisschen nach Zaunerstollen. Und das kombiniert eigentlich das alles. Also das Krokant, Zartbitter, Rosinen-Ding, wobei Rosinen bin ich mir nicht ganz sicher, ob die in Zaunerstollen drin sind. Ich glaube nicht. Ist ja wurscht. Fakt ist, er ist süßlich. Er hat schon Säure, aber die Säure ist sehr speziell. Also das ist sehr ungewohnt für mich. Also es ist tatsächlich eine Säure, die in keinster Weise stört, obwohl sie da ist. Also es ist eine sehr, sehr dunkle Geschichte. Also er ist auch nicht hell geröstet, muss man dazu sagen. Also er ist schon dunkel geröstet. Der Kaffee, der hält sehr lange. Hat locker jetzt 2 Monate, glaube ich sogar. Also ich habe mir unlängst nochmal gemacht, 2 Monate gehalten. Er verändert sich schon in der Balance in sich. Also das Grundgerüst bleibt recht gut erhalten, also Respekt dafür. Vielleicht rauchen die einfach durch ihre geschlossenere Struktur dann auch weniger stark aus. Er hat was Rauchiges, aber dann halt doch durch diese Säure irgendwie ganz schwer zu beschreiben, um ehrlich zu sein. Krokant. Vielleicht ist es krokant, was ich meine. Weiß nicht. Ich würd eher sagen, er hat was Pfeffriges, er hat was leicht Rauchiges, wobei das kommt wahrscheinlich eher von der Röstung. Und definitiv so eine Zartbitter-Schokoladennote drin. Ich bin diesmal ganz anders vorgegangen. Ich habe mir diesmal mal die Zeit genommen, um das Ganze mit einer Waage zu machen bei der Extraktion. Um einfach noch genauer zu sein. Es ist ein bisschen ein Pain in the Ass, um ehrlich zu sein. Aber es geht dann ganz gut, wenn man eine App hat dazu, noch mit dem Handy zum Schauen und so. Es funktioniert dann einfach ein bisschen anders. Und zwar bin ich folgendermaßen vorgegangen. Ich habe 8 Gigs auf der Kommandante. Dann, malen ist klar, fülle ich den Behälter so circa bis, wie viel ist das? 8 mm. Also 8 mm bleiben oben frei im Behälter. Ich verwende dazu übrigens die Akaya Brewmaster App, die prinzipiell, finde ich, ziemlich beschissen ist, aber wenn man es wirklich nur zum Schaum braucht, ist es ganz gut. Mache eine Pre-Infusion, circa 4 Sekunden und gehe dann bei 9 Bar rein und gehe so ab Sekunde 30 auf 8 Bar und gehe dann bei 36 Gramm, vielleicht 35 Gramm, habe ich immer probiert, 35 Gramm raus. Ich komme auf eine Extraktionszeit von circa zwischen 38 und 40 Sekunden. Mal mehr, mal weniger. So genau kann man es händisch dann halt nicht mehr machen. 18 Gramm in, circa 35, 36 out, bei circa 38 bis 40 Sekunden, bei 9 Bar runtergehend auf 8. Also ich glaube, genauer kann man es dann bald nicht mehr wirklich machen. Ansonsten, außer man hat wirklich einen Profiler. Aber das macht, glaube ich, bei einer händischen Maschine, ich weiß nicht, macht das wirklich Sinn. Ich finde ihn aber nicht sehr cremig oder so. Also das stimmt dann vielleicht bei der Beschreibung nicht hundertprozentig. Er ist süß, er ist schön schokoladig und er ist eigentlich das, was ich mir von einem guten Kaffee erwarte. Wirklich schade, dass es den eigentlich jetzt nur zu Weihnachten gegeben hat. Ich habe auch hier mal kurz die Flow Rate. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant, das zu sehen. Ich glaube, ich hatte schon mal Perlbohnen. Ich glaube, dass der Black Mountain Roast auch Perlbohnen waren. Ohne, dass es oben gestanden ist vielleicht, aber das waren sehr ähnlich, da habe ich damals noch gesagt, das sind so kleine Bohnen. Habt ihr schon mal einen Kaffee aus Perlbohnen getrunken? Und wenn ja, welcher war das? War der gut? War der schlecht? War der ähnlich? Hat der vielleicht, hat er auch das, was ich jetzt sage, so dass der relativ lange hält, seinen Geschmack gehabt? Das wäre eigentlich interessant, weil das wäre voll das Argument, eigentlich Perlbohnenkaffee zu nehmen, auch wenn er teurer ist. Apropos teuer, da schaue ich jetzt ganz kurz nach, was der gekostet hat. So, jetzt geht gleich die Kamera aus, deswegen mache ich es jetzt schnell. Prinzipiell, interessant, ich habe ihn auf jeden Fall länger extrahiert, wahrscheinlich, weil ich nicht so der Säurefan bin.
und deswegen da nochmal so quasi ein bisschen dagegen arbeite. Zweitens, ich weiß leider nicht mehr, was der gekostet hat, weil den habe nicht ich bestellt. Ist aber auch wurscht, weil es gibt ihn leider eh nicht mehr. Und ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, beziehungsweise drückt die Abo-Glocke. Dann verpasst ihr nicht das nächste Video nicht mit einer weiteren spannenden Kaffeeröstung. Ja, normalerweise würde ich jetzt... Alter, was ist denn mit dieser Fliege da? Und normalerweise würde ich jetzt sagen, zu einem guten Kaffee passt auch immer eine gute Mehlspeise. Aber weil tatsächlich zu diesem Kaffee vermutlich am besten ein Zaunerstollen passt und ich leider keinen Zaunerstollen da habe, gibt es heute einfach nichts. Aber der Kaffee ist trotzdem herrlich. Schaut mal bei 220 Grad vorbei. Davon ausgehend, dass die Kaffees alle gut geröstet sind, ist das sicher auch meine Empfehlung. Ihr könnt natürlich auch einfach eine Sellerie dazu essen. Aber die gibt es morgen bei was anderem. Was da übrigens auch gut dazu passen wird, wäre natürlich ein Panettone. Und wie man einen Panettone macht, das seht ihr in dem Video hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Baba.